muss einfach ihr Primat sich wieder zurückholen. Im Moment liegt das Primat eher bei der Wirtschaft und nicht bei der Politik. Und die Wirtschaft bestimmt über ihre Lobbyisten in Brüssel, was entschieden wird und was nicht, weil sie in der Lage sind, mit dem Arbeitsplatzthema beispielsweise die Politik zu erpressen, um das mal sehr deutlich zu sagen. Nämlich, wenn ihr nicht das tut, was wir von euch verlangen, dann bauen wir Arbeitsplätze ab und damit verliert ihr eure Wähler und Wählerinnen. Und das ist ein Argument, dem sich Politik nicht verschließt im Moment und dadurch ihr Primat verliert. Und dieses Primat müssen sie sich wieder zurückholen. Das wäre einer der wesentlichen Punkte. Wir brauchen also mehr Selbstbewusstsein in der Politik. Möchten Sie? Ja. Also das ja, aber ich denke, dass auch wir eine Schieflage in der Konstrukt haben, ja, in der Konstruktion. Dass auf der einen Seite die einzelnen Nationalstaaten eher diejenigen sind, die den Kurs bestimmen. Auf der anderen Seite haben wir das Parlament und hinzu dann die Kommission. Und ich hätte es gerne gesehen, wenn wir diese nationalstaatlichen Konstrukte nicht mehr hätten und dem Parlament in der Tat dann die volle Macht übertragen würden, sodass aus diesem Parlament sich die Kommission, die Regierung, die sogenannte gesetzgebende Organ sich bildet. Und dann hätten wir in der Tat auch ein Europa, was direkt die Bürger gewählt hat, bestimmt hat und im Interesse der eigenen Wähler, Wählerinnen dann zu handeln hat. Das wäre dann ein zusätzlicher Aspekt mit den Lobbyisten und da stimme ich mit dir überein. Also ich frage mich, wo Europa eigentlich wirklich bisher demokratisch ist. Also das Europaparlament ist ein Aspekt, wobei man natürlich auch fragen muss, ist es ein gelungenes Parlament? Was wurde entwickelt? Was wäre noch zu tun? Gerade die Frage von Transparenz. Aber mir ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich unklar, wenn ich mir diese ganzen Institutionen anschaue, wo eigentlich Demokratie stattfindet. Also sie findet eher statt über die Vertretung, also doch über den Nationalstaat. Aber das ist ja in dem Sinn keine direkte Demokratie. Und für mich wäre auch die Frage, wo ist eigentlich die Kontrolle? Also wo sind die Kontrollinstanzen, die dann praktisch sagen, das und das geht so eigentlich nicht. Also das sind die Punkte, wo ich denke, da ist ein ganz gewaltiger Reformbedarf, wenn man sagt, man möchte das weiterentwickeln. Das ist das Verrückte. Wir befinden uns auch im Europaparlament. Es gibt ja Parteien oder Vertreter, die würden das Europaparlament abschaffen wollen. Ne? Die sitzen im Europaparlament. Und das ist ja das Verrückte. Die werden demokratisch gewählt. Ne? Und dagegen jetzt ein Mittel zu finden, also ich habe selbst keine Idee gerade, ne? Beziehungsweise doch, vielleicht schon, wir hatten das in einer Vorrunde ja besprochen. Ein Thema ist natürlich Sozialpolitik. Ne? Und das ist vielleicht ein Manko in vielen europäischen Staaten, dass der Wirtschaft halt der Vorrang gegeben wird, dass in der Tat Lobbys halt unwahrscheinlichen Einfluss haben. Ich möchte nicht schon wieder hier in Deutschland den Diesel jetzt bemühen, aber das sind eben Entscheidungen, wo die Menschen den Eindruck bekommen, die Wirtschaftsinteressen überwiegen, gewinnen und der Mensch bleibt auf der Strecke. Also wenn man es schaffen könnte, innerhalb der Europäischen Union das sogenannte soziale Europa oder europäische Sozialmodell wurde ja vor Jahren mal bemüht voranzubringen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um auch gerade, wie gesagt, diese Rechtsaußenparteien dann vielleicht so ein bisschen zurückzudrängen. Wenn ich nach einer Vision für Europa frage, dann wäre meine Vision nicht die Macrons, weil Macron für mich ein
sehr kluger Mann zwar ist, aber ein entschiedener Neoliberaler. Für mich ist Europa, also wenn als Vision, müsste diese Wirtschaftsorientierung überwunden werden. Es müsste im Grunde viel stärker eine auf Werte basierende Gemeinschaft werden, als jetzt praktisch im Vordergrund Freihandelsabkommen und Sonstiges zu haben. Und ich glaube, da bräuchte es für eine Vision schon ganz grundlegende Reformen, um da weiterzukommen. Für Europa und genau, wenn es darum geht, wie kann man Europa demokratischer machen, wie kann man das Parlament demokratischer machen, die Kommission, da gibt es ja ganz viele gute Ideen, da gibt es Visionen. Aber leider stehen dann die Menschen, die diese Visionen vertreten, dann denke ich jetzt zum Beispiel an Präsident Macron, der steht da alleine, da kommt keine Hilfe von anderen Mitgliedstaaten. Und das ist dann schade. Und auch die Ideen und was er vorschlägt, sind alles keine neuen Ideen. Das sind Ideen, die schon sehr lange in Europa bestehen. Und eigentlich ist es ja klar, was passieren muss. Also transnationale Listen sind ja eine gute Idee, um in Europa mehr Einheit zu bilden. Mehr Transparenz, Lobbytransparenz wäre sehr wichtig ins Parlament. Also die Ideen sind schon längst da, aber vielleicht ist es auch mal Zeit, dass irgendwas passiert jetzt. Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Den Satz finde ich so gut, dass ich ihn mal auswendig gelernt habe und ich finde die Formulierung eigentlich sogar besser als die ähnliche Formulierung in unserem Grundgesetz. Heißt für mich, ein Straftäter hat persönlich auch eine Würde, hat eine eigene Würde und er ist auch mit Vernunft begabt, auch wenn man das so eigentlich sich selbst ungern eingestehen würde. Und deswegen finde ich das sehr schwer, jetzt zum Beispiel irgendeinen Straftäter aufgrund der Straftätereigenschaft in Länder abzuschieben, wo die überhaupt nicht sicher sind und wo man ihnen der Gefahr des Todes aussetzt. Sei es jetzt Afghanistan zum Beispiel. Ich finde es zum Beispiel auch schlecht, dass Flüchtlinge rumgeschoben werden zwischen den Ländern, weil sich niemand dafür verantwortlich fühlt. Also es gibt eine Konvention, die fast von allen Staaten ratifiziert wurde, das ist die Kinderrechtskonvention. Es gibt aber keinen Staat auf dieser Erde, der nicht die Menschenrechte verletzen würde, auch wenn er Verträge ratifiziert hat. Das heißt, zum einen müssten in Freihandelsverträgen die Menschenrechte als vorrangig verankert werden. Das wäre für mich eine Voraussetzung. Und zum Zweiten müssten die Staaten, die einem Vertrag beigetreten sind, viel besser durch UN-Ausschüsse kontrolliert werden, dass sie wirklich ihre Verpflichtungen einhalten. Also das alleine ist so praktisch nur die normative Ebene. Der Staat bekennt sich und das reicht leider nicht aus. Also es noch weiterdenken. Ja, ja. Unabhängig jetzt von den Visionen, die wir bis jetzt diskutiert haben, denke ich, der nächste Schritt sollte in der Tat sein, Kompetenzen abgeben an die EU. Sodass wir die nationalstaatlichen oder die Macht oder doch die Kompetenzen, die Macht der Nationalstaaten ein wenig abstützen zu können. Müssten sowohl in der Finanzpolitik als auch in der Sozialpolitik diese Kompetenzen abgegeben werden. Das könnte der nächste Schritt sein, um gerade Länder wie Ungarn, Polen und Co. ja auch ein bisschen wie sagt man das, Wind aus den Segeln zu nehmen, ja. Dann kämen, glaube ich, die weiteren Schritte dann, ja, die dann der allgemeinen, neuen, vielleicht besseren Weltordnung, dann nicht mehr neoliberalen Weltordnung, wir ein wenig näher kommen könnten. Der erste Schritt ist, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wählen gehen. Das haben Sie schon ein paar Mal gesagt und das kann ich nur unterstreichen. Wählen gehen ist wichtig, weil das sozusagen die Kraft der Abgeordneten beschleunigt. Je höher die Wahlbeteiligung, desto stärker ist das Parlament in seiner Rolle. Zweitens,
zu überlegen, genau sich zu informieren, welche Partei für die jeweiligen Ziele eintritt, um dann zu wissen, wo man entsprechend sein Kreuzchen machen kann. Und der dritte und letzte Punkt ist, jeder hat das Recht und jeder hat die Möglichkeit, seinen Abgeordneten im Europäischen Parlament genauso wie im Deutschen Bundestag anzuschreiben, ihm seine Meinung mitzuteilen und zu sagen, ich hätte gern dieses, ich hätte gern jenes. Und wenn ein Abgeordneter genügend Briefe dieser Art bekommt, dann wird er seine Arbeit verändern. Das heißt, wir müssen uns einmischen. Das ist ein zentraler Schlüsselpunkt. Anders wird es nichts. Wenn die das Gefühl haben, sie können so weiterwursteln wie bisher, dann läuft in Zukunft es genauso, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist.